War eine schöne Zeit. Naja, ain't gonna lie. Es ist schon ziemlich langweilig, den gleichen Dungeon die ganze Zeit zu farmen. Das war ja das, was mich immer so gewundert hat. Wenn du zum Beispiel einen Monat jeden Tag Elementor spielst und 3 Stunden levelst, sagen die Leute, das stinkt langweilig und wo ist die Abwechslung? So ungefähr. Aber wenn du 5 Monate jeden Tag den gleichen Dungeon farmst, dann sagen sie das nicht. Dabei verstehe ich den Unterschied ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ja, der Unterschied ist, das eine ist halt etwas, wo du was Krasses droppen kannst oder so. Aber du kannst doch einfach gar nichts droppen, monatelang. Also, I don't know. Es hat halt den Faktor, ja, du kannst halt was Krasses droppen. Zugegeben, okay, aber sonst... Die Tätigkeit an sich, das durch den Dungeon latschen und die ganzen Monster killen, ist jedes Mal 1:1 das gleiche. Außer halt, dass du manchmal wipest und manchmal nicht oder so. Das würde ich jetzt aber nicht wirklich als positiven Faktor einkalkulieren. Deswegen, ja, keine Ahnung. Also meiner persönlichen Meinung nach, ist es immer schwierig, wenn du jeden Tag das Gleiche machst. Aber auf einer gewissen Skala hat man ja gar keine andere Wahl, weil auf dem FEC Geld durch Grinden verdienen geht ja nur mit Wilds. Oder man farmt halt wirklich literally jeden Tag, den ganzen Tag Ultimate Jewel Boxen. Aber ich meine, gut, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja auch stinklangweilig. Also, ich meine, Flife ist einfach generell ein Spiel, wo das schwierig ist. Aber... Es gibt halt... das ist schlecht. Direkt in sein Face reingespawnt. Es gibt halt... unterschiedliche Stufen von... Also ich sage jetzt langweilig. Ich sag mal, langweilig ist das falsche Wort. Es ist unabwechslungsreich, ist das richtige Wort. Ob das dann direkt langweilig ist oder nicht, muss man selber für sich entscheiden. Aber... Wie gesagt, das ist so nehme ich das halt wahr. Die einzige richtige Abwechslung, die du in Flife haben kannst, habe ich schon oft gesagt, aber es ist halt schwierig, ist, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Montag farmst du Wilds und machst auch eigentlich nichts anderes. Also du ziehst eine Party und dann farmst du Wilds. Das ist der Montag. Am Dienstag... Keine Ahnung, hast du einen Level 65er Blade oder so, oder ein Mercenary, der kurz vor Blade, also hast du irgendwie so ein Low-Level-Projekt, wo du irgendwie, keine Ahnung, Low-Level-Dungeons farmst für Skins. Also einen anderen Dungeon dann logischerweise natürlich auch. Ich meine, Wilds geht ja in dem Level gar nicht, aber farmst du irgendeinen Low-Level-Dungeon oder so, oder farmst Violets, oder hast du irgend so ein Low-Level-Projekt am Start mit einem Charakter, der auch wirklich nicht levelt. Dann hast du, keine Ahnung, Mittwoch levelst du mit irgendeinem Char, der halt auch actually noch leveln muss. Also nicht Maximallevel oder so. Oder Hero oder Master oder so. Hast du irgendwie so ein Level-Projekt. Wieder auf einem ganz anderen Level als dieser Low-Level-Char. Dann Donnerstag spielst... Also du machst jeden Tag wirklich was komplett komplett anders in Anführungszeichen. Aber... Das wäre die einzige Art und Weise, wie du tatsächlich sagen könntest, dass es wirkliche Abwechslung wäre. Objektiv auch. Also, ich meine, subjektiv, wie gesagt, das ist sowieso schwierig, weil das ja jeder anders wahrnimmt. Aber so richtig objektiv ist es schon sehr schwierig. Weil, ich meine, wer macht das? Wer spielt Montag... Also, wer spielt jeden Tag was anderes? Das macht einfach keiner. Also, außer man zwingt sich halt dazu. Aber es ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn. Allein schon wegen sowas wie Partyscrolls oder so. Wenn du jetzt auf einem Chart Partyscrolls aktiviert hast oder Red Flask oder so oder irgendwas, was immer abläuft, auch wenn du nicht spielst. Sobald du das machst, bist du ja mehr oder weniger gezwungen, diesen Charakter zu spielen. Also genau das, was du auf dem FEC machst letztendlich. Oder was ich auch auf dem FEC gemacht habe, was viele Leute auf dem FEC gemacht haben.
Du aktivierst keine Scrolls im Wert von 8000 F-Coin. Das sind sogar 9300 F-Coin. Und spielst dann ein paar Tage lang was anderes aus Abwechslungsgründen oder so. Das macht ja keiner. Also selbst als Streamer wäre das crazy, die ganzen Power-Ups und so einfach komplett ins Leere laufen zu lassen. Für ein paar Tage. Das wäre Wahnsinn. Das könnte man legit nicht rechtfertigen. Von dem her ist das ein schwieriges Thema. Aber wie gesagt, also für mich ist es halt letztendlich eigentlich egal, ob das jetzt jeden Tag Leveln 3 Stunden ist oder so. Oder jeden Tag 3 Stunden Wilds. Für mich ist das so oder so keine Abwechslung. Vor allem nicht, wenn du es halt über Monate hinweg machst. Deswegen finde ich es jetzt nicht schlimm, dass das jetzt mal endet. Und ich meine, einige Leute haben schon gesagt, auf Borodeng wollen sie eigentlich weiter farmen. Davon bin ich persönlich ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht so überzeugt. Auf Borodeng wirst du halt einfach nichts droppen. Also nicht nur du wirst nichts droppen, du kannst fast gar nichts droppen. Weiß halt auch nicht, ob das so erfüllend dann ist. Auf Borodeng werde ich mich eher wieder massiven Kriton-Farmen hingeben, eigentlich. Und dann mal schauen. Also ich meine, man kann sicherlich ab und zu ein paar Runs machen, aber wird dann wahrscheinlich jeden Tag maximal 2 sagen oder so. Sonst hat man eh keine Zeit mehr. Wenn du wieder jeden Tag 5 Runs machst, hast du wieder sowieso keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Deswegen mal schauen. Aber Kriton ist da auf jeden Fall wieder meine höchste Priorität. Weil wenn ich da dann 4-mal Kriton mache, ist es im Endeffekt genauso wie einmal auf FEC. Das ist eigentlich sogar besser tatsächlich. 4-mal Kriton auf Borodeng müsste besser sein als einmal Kriton mit allem drum und dran auf FEC. Von dem her wäre das meine... Ich meine, das Nervige auf Borodeng, oder was heißt nervig, aber das Blöde ist natürlich, dass die Waffen jetzt nicht mehr so viel wert sind. Aber... Naja, 10.000 F-Coin teilweise noch, also ist jetzt nicht wirklich wenig.